SwissTubers are dead to me. Okay, SwissTubers sagt seit mindestens 2 Jahren niemand mehr. Hey zusammen, ich bin ein Smilepeace-Fan und heute gibt es mal wieder ein Video auf Schweizerdeutsch. Für alle meine englischen Zuschauer gibt es wie immer englische Untertitel auf YouTube zum Aktivieren. Heute geht es um ein sehr ernstes Thema für mich. Es geht um die Schweizer YouTube-Community, genauer gesagt um einen Teil davon, nämlich um die SwissTubers. Vorweggenommen, die SwissTubers gibt es in dieser Art und Weise nicht mehr, die Gruppierung, wie es sie früher gegeben hat. Und es will auch niemand mehr etwas mit dem Begriff SwissTubers zu tun haben. Ich bin halt einfach Teil von dieser Gruppe gewesen und ich werde mich heute zu dem Ganzen äußern. Und zwar hat es bei den SwissTubers ziemliche Abgründe gegeben, Lügen, Mobbing, Oberflächlichkeiten, aber auch einfach Kommunikationsprobleme. Und über die ganze Situation hat einfach nie irgendjemand öffentlich wirklich etwas dazu gesagt. Und die SwissTubers sind sich echt so ein bisschen auseinandergehalten mittlerweile und es gibt sie eigentlich nicht mehr wirklich. Und ich werde heute wirklich euch als Zuschauer mal so ein bisschen erzählen, wie das hinter den Kulissen so abgelaufen ist. Dass ich heute meinen Senf zu diesem Thema dazu gebe, das hat so ein bisschen mehrere Gründe. Das erste ist, dass mir das, was damals bei den SwissTubers passiert ist, psychisch sehr stark belastet hat zum Teil und ich werde mit diesem Video einfach für mich persönlich damit abschließen. Das ist wirklich so der Hauptgrund, wieso ich das mache. Dann Leute haben mir das Gefühl gehabt, die Schweizer YouTube-Szene bzw. die SwissTuber-Gruppe damals, die sind so offen und freundlich und nett. Nein, absolut nicht der Fall. Also, nicht alle, logischerweise, aber so in die SwissTubers-Gruppe, dort ist einiges ziemlich schief gelaufen, oberflächlich, eifersüchtig etc. Ich finde, dir als Zuschauer hat einfach mal ein Anrecht darauf zu erfahren, was damals eigentlich so genau passiert ist, wieso gibt es SwissTubers nicht mehr, wieso braucht niemand den Hashtag SwissTuber mehr und so weiter und so fort. Dann hat Stefanie Heinzmann, sie hat nichts mit dem Ganzen zu tun, aber sie hat jetzt vor erst kurzem gerade einen neuen Song veröffentlicht und ich bin ein sehr grosser Fan von ihr. Und der Song heisst Build a House und dort gibt es eine Lyric-Ziele, die heisst We cover the weak bits, show only the good sides, but I don't want this, it's gotta feel right. Und das passt absolut, weil auf YouTube soll man nicht nur die schönen Seiten zeigen und schau, wie tolle Kooperationen das ich mache. Das ist ja alles schön und gut, aber ich bin der Erste, der sagt, man soll auch die Storys erzählen, die einfach nicht so gelaufen sind, wie man sich das gewünscht hat. Und wenn man schlechte Zeiten hat, auch das gehört für mich genauso zum Videos machen, wie wenn man die guten und schönen Seiten von seinem Leben zeigt. Dann der Shane Dawson hat also bei mir etwas ausgelöst. Wer ihn nicht kennt, das ist ein super toller amerikanischer YouTuber, der so Conspiracy Theories unter anderem macht und so Doc-Serien im YouTube-Style. Und er ist momentan gerade an einer Serie dran, jetzt wo ich das aufnehme, wo er über Soziopathen redet und so ein bisschen Theorie aufstellt, dass eigentlich alle Leute, die Videos machen auf YouTube, Daily Vlogs oder whatever, irgendwo durch doch alle eine Persönlichkeitsstörung haben, weil wir alle zeigen unser privates Leben zum Teil fast täglich im Internet. Okay, jetzt SwissTuber vielleicht nicht täglich, aber viele zeigen so viel von sich im Internet und bekommen so viele Likes und Views und so. Das muss doch alles auch immer eine Persönlichkeitsstörung haben. Jetzt, ganz wichtig ist, ich will absolut nicht in irgendwelcher Art und Weise behaupten, dass irgendein SwissTuber oder Schweizer YouTuber oder whatever ein Soziopath ist oder irgendeine psychische Störung hat. Ich bin kein Doktor, ich bin kein Arzt und ich würde auch nie so irgendetwas über jemanden behaupten. Der Punkt ist, und da finde ich, der Shane Dawson nicht recht, bei den SwissTubers habe ich so oft erlebt, dass es Leute gibt, die einfach das Gefühl haben, sie seien etwas Besseres als andere, weil sie mehr Abonnenten haben, weil sie mehr Views haben. Und einfach Leute, die einfach ihre Selbstreflexion und so ein bisschen die Realität verloren haben, meiner Meinung nach. Dann der Scraper sind zwei, die früher damals mega coole Comedy-Videos gemacht haben. Sie haben mich vor langer Zeit schon mal zu einer Challenge getaggt, wo es darum geht, um Anti-Mobbing. Und die Challenge ist vom Siru, auch ein Schweizer YouTuber, so ein bisschen ins Leben gerufen worden. Er hat das erste Video gemacht und auch von Leuten taggen, dass man doch ein Video machen soll, wo man seine Mobbing-Erfahrungen teilt. Jetzt, ich habe schon mehrere Videos gemacht, wo ich zum Teil in Englisch oder auf Schweizerdeutsch über das Thema geredet habe, weil auch ich Mobbing erfahren habe, damals im Gimmer, für das ich mein Coming-out als Schule hatte. Und ja, darum habe ich dort schon ziemlich viele Videos dazu gemacht. Darum werde ich auf das in diesem Video eigentlich gar nicht eingehen. Das Ding ist, ich habe so ein bisschen das SwissTuber-Thema abschließen, indem ich einfach auch zeige, hey, auch bei den SwissTubers hat es zum Teil wirklich an Mobbing grenzt, wo einfach Leute hinter dem Rücken Müll über andere Leute
Leute gelabert haben und einfach andere Leute schlecht gemacht haben. Und das dient so ein bisschen wieder zu die Anti-Mobbing-Challenge, den Tag, in diesem Video noch mit reinzufassen und das auch noch abzügeln quasi. Und last but not least gibt es noch einen Auslöser für das Video, der wirklich so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und zwar, wer meine Videos ein bisschen verfolgt hat in der letzten Zeit, der weiss, dass ich eine Kinopremiere gemacht habe zum LGBT-Film Love, Simon. Ich habe eine Kinopremiere gemacht, wo ich Schweizer LGBT-Influencer eingeladen habe und wir zusammen mit unseren Zuschauern den Film geschaut haben und nachher über die LGBT-Szene in der Schweiz geredet haben. Und dieser Anlass ist mir einfach persönlich wahnsinnig wichtig gewesen. Ich habe absolut kein Geld dafür bekommen, ich habe das aus ganz freien Stücken gemacht, weil das ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt. Und dort habe ich jemanden eingeladen und kennengelernt. Sie heisst Simi Lila, hat auch einen YouTube-Kanal, ich kann euch den gerne verlinken. Und sie hat mir erzählt, quasi, dass sie immer das Gefühl hatte, ich sei ein riesen weil ich die SwissTuber-Gruppe angeführt habe. Und sie hat erst jetzt an dem Event, das ich organisiert habe, so das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich eine nette Person sei. Und das hat so ein bisschen für mich fast zum Überlaufen gebracht. Ihr werdet es in diesen Stories, die ich erzähle, noch sehen, dass ich einfach mehrmals für all den Müll, den einfach die SwissTubers gemacht haben, gerade gestanden und darum auch ich für viele nachher den Boom gesehen. Und ja, darum ist es einfach schon mehr als überfällig, dass ich einfach mal mein Statement dazu mache, meine Storytime erzähle und meine Sicht euch zeigen, um einfach für mich mit dem ganzen SwissTuber-Zeugs einfach abzuschließen. Kapitel beenden, sodass ich ein neues Kapitel für mich anfangen kann. Und ja, ihr seht, es sind ganz viele Gründe, wieso dass ich jetzt das Video mache. Und ich hoffe, dass ich damit auch ein bisschen einen Denkanstoss liefern kann an die jetzige Schweizer Community, die YouTube macht, dass ihnen nicht das Gleiche passiert wie mir oder uns damals. Und bevor ich jetzt meine Storytime wirklich starte, gibt es noch zwei Disclaimer, die ich einfach unbedingt noch sagen vorher. Der erste ist, das Video dient absolut nicht dazu, irgendwelche Beef zu starten. Ich habe weder Zeit, noch Lust, noch irgendwie es nötig, Beef zu starten mit irgendwelchen anderen Ex-SwissTubers. Ich sage nicht, dass ich die absolute Wahrheit in meinem Kopf besitze über das, was damals passiert ist, sondern es ist einfach so, wie ich damals Situationen und Geschichten empfunden habe. Und bei mir ist es früher so gewesen, dass ich immer sehr stark auf meiner Meinung beharrt habe. Und ich bin heute wirklich der Erste, der sagt, hey, ich habe damals auch Fehler gemacht, ich habe damals auch manchmal einfach nicht überlegt, bevor ich etwas gesagt habe. Und mir ist echt wichtig, es gibt keine Schuldigen in diesem ganzen SwissTuber-Drama. Alle, die in dieser SwissTubers-Gruppe so drin waren, haben irgendwo durch nicht Schuld, aber sie halt daran beteiligt, dass es mit den SwissTubers so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Der zweite Disclaimer ist, ich werde keine Namen nennen. Wenn irgendwelche Ex-SwissTubers oder Leute von damals das Video sehen, werden sie hoffentlich selber wissen, ob sie angesprochen sind oder nicht. Ich habe es nicht nötig, irgendwelches Name-Calling zu betreiben und Leute hier öffentlich bloßstellen. Das ist absolut nicht die Idee von diesem Video und darum werden von mir auch keine Namen spezifisch genannt. Das Einzige, was ist, wenn ich jemanden positiv erwähne, also wenn ich über jemanden sowieso nur gut sage, dann nenne ich den Namen, weil dann spielt es auch keine Rolle, weil dann sage ich sowieso nichts Schlechtes über diese Person. Die Leute, die sich einfach damals so daneben benommen haben zum Teil und sich nicht einmal entschuldigt haben oder nicht einmal das Gefühl hatten, dass sie etwas Schlechtes gemacht haben, die sollen einfach für sich mal reflektieren, wenn sie das Video sehen. Ich muss auch dazu sagen, das Ganze ist jetzt schon mehrere Jahre her. Leute haben sich hoffentlich weiterentwickelt und ich glaube, Leute wollen genauso wie ich das Kapitel nachher auch abschließen für sich und weiter vorangehen und nicht mehr an das alte Drama von der SwissTubers-Geschichte festhalten. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der Storytime zu den SwissTubers. Und zwar wird die Storytime aufgeteilt sein in 10 verschiedene Mini-Stories rund aus der SwissTubers-Zeit. Und zuerst ist es wichtig, so ein bisschen zu erzählen, was die SwissTubers überhaupt sind und wie das so ein bisschen entstanden ist. Und zwar habe ich damals Anna vom YouTube-Kanal Miss Impulsiv. Sie macht, glaube ich, mittlerweile keine Videos mehr, hat aber einen Blog, soweit ich weiss. Sie ist die erste Person, die ich auf YouTube kennengelernt habe und mich auch getroffen habe und wir zusammen Videos gemacht haben. Und wir beide haben gesagt, es muss doch sicher noch mehr Leute in der Schweiz geben, die jetzt auch YouTube-Videos machen. Und so haben wir ganz viele Leute angeschrieben und wirklich so eine Handvoll Schweizer YouTuber eigentlich kennengelernt.
kennengelernt. Das müsste so 2014 etwa passiert sein. Gleichzeitig hat YouTube auch in der Schweiz so ein bisschen an Fahrt aufnehmen und Google hat uns das erste Mal auf Zürich eingeladen für ein YouTuber-Event eigentlich. Und dort haben wir uns so das erste Mal gesehen, haben einen WhatsApp-Chat zusammen gemacht und haben sich mega gut verstanden. Und jetzt gibt es eine kleine funny Side-Story, nämlich der Name SwissTubers ist nicht von einem SwissTuber erfunden worden, sondern der Name SwissTuber hat Julia Graf erfunden. Wer Julia Graf nicht kennt, sie ist oder wird sehr oft von den Medien als meist abonnierte Schweizer YouTuberin gehandelt. Ich weiss nicht, ob das stimmt oder immer noch stimmt, aber so ist sie zumindest damals in den Medien sehr oft erschienen. Und wir haben es ein bisschen mit der Community Managerin von Deutschland, Österreich, Schweiz, die für YouTube zuständig ist, von Google aus, geredet. Hey, wir müssen doch irgendwie einen coolen Hashtag haben, weil wir dort auch dürfen filmen, ausnahmsweise, dass wir irgendwie alle Fotos und Videos ein bisschen unter dem gleichen Hashtag posten. Und dann hat Julia Graf vorgeschlagen, komm, wir nennen das Ganze SwissTubers und die alle Fotos, die wir an diesem Google-Event gemacht haben, an diesem YouTube-Event, die wir unter dem Hashtag SwissTubers teilen. Und so haben wir dann auch unsere WhatsApp-Gruppe genannt, wo Julia Graf nicht drin war. Und so hat sich dann auch so die Gruppe eigentlich entwickeln. Das waren so ein bisschen weniger als 10 Leute, die wir in diesem Chat waren und wir haben es super gut verstanden, wir haben SwissTuber davon nennen, alles so weit, so gut. Und dann ist also das erste Drama passiert, was echt absolut kein Drama ist, sondern einfach mega dumm von meiner Seite her gesehen, weil ich einfach irgendwann random mal am Tag mal in unseren Chat geschrieben, haben wir eigentlich nur Beauty-Gurus in unserem Chat. Und alle waren so offended gewesen, weil natürlich, ja, nicht alle Frauen machen nur Beauty auf YouTube und selbst wenn sie Beauty machen, ist das nichts Schlechtes. Ich weiss absolut nicht, was dann durch meinen Kopf gefahren ist, dass ich so eine dumme Aussage gemacht habe. Ich habe es absolut nicht negativ gemeint und ich meine es auch heute absolut nicht negativ. Und das ist schon mal so ein der erste dumme Fehler, so das erste dumme Drama, das ich damals in dieser SwissTubers-Gruppe ausgelöst habe. Die zweite Geschichte, die ich erzähle, ist so ein kleines Drama vom Organisieren. Ich habe durch den Google-Event, wie gesagt, YouTube Community Manager kennengelernt, die für uns so ein bisschen zuständig sind. Und ich habe mich mit denen sehr gut verstanden und ich habe sehr viel Kontakt mit denen. Das hat sich dazu geführt, dass wenn YouTube oder Google so ein Mail für Schweizer YouTuber hatte, dass das so ein bisschen zuerst zum Teil an mich gegangen ist und dass ich es dann an die anderen weitergeleitet habe. Und für die mich so ein bisschen auf YouTube verfolgen, die wissen, dass ich auch in der Jungwacht Blau Ring bin, eine Kinder- und Jugendorganisation, schon ganz lange dabei bin und dort eigentlich viel organisiert habe und darum auch bei der Schweizer YouTube-Community oder eben bei den SwissTubers bereit bin, wirklich viel Arbeit und Herzblut reinzustecken und dort auch echt Sachen freiwillig mit zu organisieren. Und ich habe dort auch am meisten mitorganisiert und das Feedback ist so ein bisschen, die Leute sind extrem undankbar gewesen. Es hat echt zum Teil SwissTuber gegeben, die kein einziges Mal irgendwie dankbar waren, für dass man irgendetwas organisiert hat, wo sie auch mitmachen dürfen. Für die es nicht wissen, mit organisiert, meine ich vor allem die SwissTuber Meet and Greets, weil wir haben so gefunden, wir SwissTubers können doch zusammen Meet and Greets machen, wo wir unsere Zuschauer einladen und das musst du natürlich schon ein bisschen organisieren. Du musst mit der Stadt schauen, dass das okay ist und so und das haben zum Teil ich und noch andere dazu gemacht, aber ich bin meistens recht stark beteiligt gewesen. Und das ist so ein bisschen so weit gegangen, dass sich Leute, andere SwissTuber zum Teil gemanagt gefühlt haben und ich kann verstehen und ich sehe das auch ein und das Ganze sich einfach in die Dimension entwickelt hat, wo SwissTubers zum Teil das Gefühl hatten, dass irgendwie plötzlich ihre Manager werden und dass das nicht in Ordnung ist, das verstehe ich absolut. Das Problem an dem Ganzen und der Grund, wieso dass sehr viele immer unzufrieden waren mit dem, was ich organisiert habe, aber immer nur ein bisschen weniger als 10 Leute waren, du hast uns nie allen recht machen. Immer hat irgendjemand irgendein Problem gehabt und dabei habe ich wirklich immer alle organisatorischen Fragen mit allen in diesem WhatsApp-Chat versucht abzuklären. Du hast es 9 Personen recht machen und eine Person hat einfach nur umgeraged und ist einfach hässlich gewesen, weil es nicht so gelaufen ist, wie sich die Person das gewünscht hat. Was einfach mega krass ist die immer am meisten unzufrieden waren, wie ich die Sachen organisiert habe, waren immer die Leute, die immer dabei waren an den Events, die ich organisiert habe. Und wenn immer dass ich gefragt habe, ob jemand helfen mitorganisieren, haben sich die Leute nie gemeldet. Und ich meine, wir haben wirklich viele Sachen gemacht. Wir sind mehrmals bei YouTube, also bei den Google Studios gesehen. Zum Beispiel Foxtrail ist eine Aktion für SwissTubers gesehen, wer die Videos noch kennt von früher. Die ganzen Meet and Greets und. Wie gesagt, ich bin in dieser Jungwacht Blau Ring schon ganz lange in diesem Verein und dort ist es so, dass die Leute einfach dankbar sind für Sachen, die du organisierst. Ich habe es dort wirklich mit allen gut. Die Leute sind froh, wenn jemand die Initiative übernimmt und man hat eine super Feedback-Kultur und hat es einfach gut miteinander und tut einander unterstützen. Und bei den SwissTubers ist es
einfach das komplette Gegenteil gewesen. Undankbare Leute, Leute, die nichts mithelfen wollten, aber immer dabei waren an den Events, Leute, die hinter deinem Rücken über dich lästern, wie du die Sachen organisierst und du kannst es einfach nie allen recht machen. Und das war das Organisationsdrama gewesen. Bei der Geschichte Nummer 3 geht es um ein Meet-and-Greet-Datum-Drama. Und zwar habe ich immer ein Doodle gemacht, für die Doodle nicht können, so ein Tool online, wo man schauen kann, wer an welchem Datum wie, wenn, wo Zeit hat. Und ich habe immer ein Doodle gemacht, wo alle reinschreiben können, wenn das sie am besten Zeit hätten, für dass wir ein Meet and Greet mit den Zuschauern von den SwissTubers machen könnten. Und das ist das Einfachste und als Fairste, da schaut man einfach, wann haben die meiste Zeit. Und beim einen SwissTuber Meet and Greet hat es ein Datum gegeben, wo wirklich alle bis auf eine einzige Person können. Glaubt mir, wenn ihr irgendetwas organisiert, es ist schwer, schon irgendwie nur herauszufinden, wenn 4 Leute am gleichen Tag Zeit haben. Versuchen wir herauszufinden, wenn 10 Leute am gleichen Tag Zeit haben. Sehr, sehr schwierig. Ich bin mega froh gewesen, dass es ein Datum hat, das fast alle können. Wirklich alle, bis auf eine einzige Person. Und die SwissTuberin hat mega das Gefühl gehabt, wir würden sie ausschließen und wir wollen sie nicht dabei haben. Und wir haben uns alle, oder ich habe mir erklären, dass das einfach nur ein Doodle ist und dass halt dann die meisten können. Und dass das absolut nicht an ihr liegt, sondern dass einfach dann alle anderen Zeit haben und sie halt nicht leider. Und nachher ist so ein Satz gekommen, den ich niemals wieder vergessen werde. Und zwar hat die SwissTuberin gesagt, wisst ihr was, dann komme ich halt einfach nicht an euch als Meet and Greet, weil ihr wisst ja sowieso, dass die meisten nur wegen mir kommen. Und diesen Satz vergesse ich nie mehr wieder. Und das hat so wirklich so das wahre Gesicht von dieser Person gezeigt gegenüber mir, wo ich so gedacht habe, what the F. Und das ist einfach so daneben, meiner Meinung nach. Jeder, der das jetzt sieht, denkt sich einfach schon, wieso hast du das freiwillig so lange gemacht, dass du Zeugs für die SwissTubers organisiert hast? Und ich hoffe, das zeigt so ein bisschen, dass mir wirklich eigentlich viel an dieser SwissTubers-Gruppe gelegen ist. Ich hoffe, das zeigt so ein bisschen, dass meine Absichten immer positiv waren. In der 4. Story geht es um das Meet-and-Greet-Plakat-Drama. Und zwar haben die SwissTuber Meet-and-Greet so ungefähr einmal im Jahr unregelmäßig stattgefunden. Und wir haben immer so ein kleines Plakat, nicht zum Aufhängen, sondern einfach online, so ein Instagram-Bild, das wir teilen können, wo einfach drauf steht, wenn, wie, wo, was. Und ich habe einen ganz grossen Fehler gemacht. Und zwar hatte ich so ein Schweizer Kreuz aus Grafik und ich wollte die Fotos von allen, die kommen, in diesem Schweizer Kreuz innen anordnen. Und ich nicht gewusst, ja, in welcher Reihenfolge soll ich das jetzt machen. Und ich habe sie einfach nach den Abonnentenzahlen sortiert. Grösster Fehler ever. Weil alle waren stinkhässig, dass ich das einfach den Abonnentenzahlen nachgeordnet habe. Weil ich bin immer der gewesen, der immer gesagt hat, egal wie viele Abonnenten du hast, bei den SwissTubers werden alle gleich behandelt. Niemand ist etwas Besseres, nur weil er mehr oder weniger Abonnenten hat. Und dort habe ich einfach wirklich nicht viel studiert. Und wenn ich nochmal zurückkomme, würde ich das komplett anders machen. Und ich bin die letzte Person, die irgendwie Leute nach Abonnentenzahlen einstuft. Aber es hat auch noch ein anderes Drama gegeben, das mit diesen Plakaten zu tun hatte. Und zwar haben dann mit der Zeit andere SwissTubers so ein bisschen das Plakat gemacht. Und das war auch super nett gewesen. Und dann eine SwissTuberin, die das mal gemacht hat für Luzern, hat nachher gefunden, hey, schicken wir doch alle ein Foto vor weißem Hintergrund, weil ich gerne etwas machen, wo ich die Leute nachher ausschneide und so. Das Ding ist, sie hat das Foto in einer relativ kurzer Zeit wollen. Und trotzdem bin ich der Erste, der am gleichen Tag noch angestanden ist, ein Foto vor weißem Hintergrund gemacht hat, das er geschickt hat. Jetzt kommt das Wichtige. Ich habe extra gefragt, hey, schau dir das Foto an, sag mir, ob es gut ist, weil sonst schicke ich dir nochmal ein neues. Die Antwort, die zurückgekommen ist, ja, das Foto ist gut, so weit so gut. Jetzt, irgendwann ist das Plakat ist fertig und sie schickt es, dass wir es posten können. Siehe da. Ich habe dann gefragt, hey, wieso ist von denen das Foto nicht drauf? Also meins ist zum Beispiel auch nicht drauf gewesen. Und dann ist die Antwort so zurückgekommen, ja, das Foto war mega gelbstichig und irgendwann konnte ich es nicht brauchen. Das ist echt so typisch SwissTubers. Wieso sagst du mir, das Foto ist okay, nur dass ich nachher, wenn das Plakat fertig ist, herausfinde, dass du gefunden hast, oh, das kann ich sowieso nicht brauchen. Sag mir doch einfach, das Foto nicht gut ist, hätte ich dir nochmal ein neues geschickt. Und ganz ehrlich, so scheiße ist das Foto dann auch wieder nicht gewesen. Also wir hätten es auf jeden Fall brauchen können. Und anstatt dass ich mich
mich mega beschwert habe ich nachher einfach selber die Sache in die Hand genommen und einfach nicht selber noch reingefotoshoppt und einfach nachher meine Version geteilt. Das ist so mein Mittelfinger gegen die ganze Situation gesehen. Und das Krasse an dieser ganzen Situation ist, also ich bin nicht der Einzige, der nicht getroffen ist gesehen. Und eine andere grosse Swiss-Tuberin hat sich nachher auch beschwert, hey, wieso bin ich nicht drauf? Ich habe dir ein normales, gutes Foto geschickt, das man brauchen kann und du hast mich einfach nicht drauf da. Das ist echt so ein riesen No-Go. Wenn du sagst, du tust Fotos von den Leuten draufkommen, dann tu die Fotos von allen drauf oder die Fotos von niemandem. Und alles andere ist echt unfair gegenüber der Swiss-Tubers-Gruppe gewesen. Und die eine hat sich so aufgeregt über die das Plakat gemacht hat, dass sie schlussendlich gefunden hat, wisst ihr was, die könnt nicht mal, ich komme einfach nicht, die Sache ist mir zu blöd. So innerlich habe ich so gedacht, so ja, danke, endlich wird mal jemand anderes mal sagen, wie es ist. Aber wenn die Situation natürlich selber ein bisschen blöd ist gesehen und sie hat mir dann auch erzählt, sie hat das mega toll von mir gefunden, dass ich einfach mir selber drin gefotoshoppt habe, also die nicht gekommen ist. Und ja, das ist einfach wirklich eine Aktion, die einfach nicht fair ist gesehen gegenüber allen, die das Meet and Greet gekommen sind. Das 5. Drama nenne ich gerne das London Drama oder die London Storytime. Es geht darum, dass ich von YouTube nach London eingeladen wurde. Die haben ein Programm gehabt, das sich YouTube Locals genannt hat, wo sie YouTuber eingeladen haben, die sehr viel für die YouTube-Community machen. Jemand aus Deutschland, jemand aus Österreich und jemand aus der Schweiz. Und ich bin aus der Schweiz ausgewählt worden, auf London zu fliegen und hatte dort mega coole Workshops gehabt mit recht hohen Leuten von YouTube, wo wir ein super tolles Wochenende verbracht haben, die wirklich versucht haben, in Workshops zu erarbeiten, wie wir unsere Projekte, unsere Communities in unseren Ländern noch stärker fördern können, noch coolere Sachen organisieren können. Und jetzt kommt wirklich so etwas, was mir fast eigentlich der Haupttrip so ein bisschen kaputt gemacht hat. Und zwar, dass sich etwa 2 oder 3 Leute für mich gefreut haben und irgendwie 5, 6 Leute haben gefunden, was, wieso darf ich nicht gehen, wieso bist nur du eingeladen, ich habe doch viel mehr Abonnenten als du und ich wäre viel besser geeignet als du. Ganz einfach, weil die einfach nichts zu den Swiss-Tubers beigetragen haben, in dem Sinn, organisatorisch gesehen. Ich habe wirklich immer mein ganzes Herz und viel Zeit in die Swiss-Tubers Sachen investiert. Ich kann heute hier gerade anstehen und sagen, dass ich finde, dass ich die richtige Person war, die damals gegangen ist. Und wenn jemand etwas anderes findet, soll er, aber ich habe keine Angst mehr, das so zu sagen. Und ja, ich bin einfach mit richtig mieser Stimmung nach London geflogen und einfach im Hinterkopf gehabt, dass das alles so undankbare Leute waren und Leute, die mir einfach nichts gönnen und einfach so eifersüchtig waren. Ich muss auch sagen, es hat 2 Leute gehabt, die wirklich auch geholfen haben, Sachen zu organisieren, wie zum Beispiel Anna. Und ich muss auch dazu sagen, es ist nicht immer alles schlecht bei den Swiss-Tubers. Es hat sehr viele Momente gegeben, wo wir unter uns einfach sehr, sehr lustig und cool hatten. Zum Beispiel der Fox-Trail-Anlass, den wir gemacht haben. Aber es hat einfach so viele Momente gegeben, wo ich mich wirklich einfach im Stich gefühlt habe, wo ich mich einfach hingegangen gefühlt habe, wo ich das Gefühl hatte, die Leute sind mega oberflächlich und es ging irgendwie plötzlich nur noch darum, wer irgendwie mehr darf machen und mehr eingeladen wird und das ist für mich einfach nicht der Sinn vom Ganzen. Und nichtsdestotrotz habe ich Gott sei Dank gleich noch eine relativ coole Zeit in London gehabt. Nummer 6 geht es um das Mark. Ist ein Schweizer YouTuber gesehen, der zeitlang auch Swiss-Tuber ist gesehen oder dabei ist gesehen. Und zwar habe ich nach dem ganzen London-Drama einfach wirklich die Schnauze voll gehabt und habe mich zurückgezogen. Dann hat das Mark so ein bisschen inoffiziell die Organisation übernommen. Und ich bin ihm mega dankbar für alles, was er gemacht hat. Er hat wirklich so ein bisschen die Initiative ergriffen, so das, was ich organisiert habe, wieder organisiert. Und er hat seine Sache wirklich gut gemacht. Doch ich konnte verfolgen, wie genau das Gleiche passiert ist wie bei mir. Er hat viel organisiert, viel gemacht, viel da. Swiss-Tubers sind zum Teil nicht alle, das muss man dazu auch sagen. Es hat wirklich Leute, die super dankbar sind, aber wirklich viele Swiss-Tuber, die einfach mega undankbar waren, nie Messi gesagt haben, wo man es nie recht machen konnte, egal wie man es organisiert hat. Dort ist es genau wie das Gleiche gekommen, dass man wie so das Gefühl hat, egal wer für die Swiss-Tubers organisiert, die Leute, die sich wie das eigene Fleisch schneiden, indem dass sie die Leute, die freiwillig Sachen organisiert haben, einfach immer wieder quasi rausekeln. Das Mark hat auch wieder aufgehört, Sachen zu organisieren für die Swiss-Tubers. Hat auch, glaube ich, ein öffentliches Statement dazu gemacht, dass er einfach mit YouTube komplett aufhören will. Und ja, er ist dort dann aber kein Einzelfall. Also mir ist es passiert, am Mark ist es passiert. Ciel Noir ist ein anderes Beispiel. Sie hat quasi, wenn es um Gamer-Events gegangen ist, zum Beispiel super viel auch für die Swiss-Tubers geholfen organisieren, wo ich ihr wirklich mega dankbar bin. Und sie ist wirklich immer professionell gewesen. Wir haben zum Beispiel dürfen an die Fantasy Basel haben wir an
Nintendo-Stand sind wir eingeladen worden. Und ich bin dort gestanden mit der Stuelle Noire und wir haben einfach gesehen, dass einfach 3/4 der Leute, die dort eingeladen waren, einfach zu spät gekommen sind. Und wenn du so eine Kooperation hast wie mit Nintendo, was einfach nicht selbstverständlich ist, dann kommst du doch einfach pünktlich. Und es kann nicht sein, dass 3/4 der Leute einfach zu spät kommen. Oder wenn spät, irgendwie 5 Minuten. Aber es sind nicht 5 Minuten, sie sind einfach wirklich eine halbe Stunde oder mehr zu spät gekommen. Und das geht einfach nicht. Die hat sich aufgeregt. Und Steffi, so heisst sie, kann sicher bestätigen, dass es einfach mega schwer ist, mit SwissTubers zusammenzuarbeiten. Sie hat ja jetzt vor kurzem mit ihrem einen Kanal aufgehört und dort hat sie auch gesagt, sie hat versucht, etwas für die Schweizer YouTube-Community aufzubauen. Sie hat etwas versucht, für die SwissTuber aufzubauen und es hat einfach nicht funktioniert. Es war mega schwer gewesen und ich kann sie dort absolut verstehen. Storytime Nummer 7 geht es um einen YouTuber, Luca Collins. Ein Schweizer YouTuber gesehen, ich weiss nicht, ob er noch Videos macht, aber er ist auch aus der Region Solothurn gekommen, so wie ich. Und das Ganze hat ein bisschen mit ihm zu tun. Er ist dort absolut nicht irgendwie negativ gemeint, darum sage ich auch seinen Namen. Und zwar hat das Ganze ein bisschen angefangen, dass die SwissTubers eigentlich nie wirklich jemanden noch dazu nehmen. Und obwohl wir uns abgekürzt Schweizer YouTuber, also SwissTubers genannt haben, hat die ganze Gruppe so ein bisschen unter sich bleiben, weil wir eine WhatsApp-Gruppe hatten, wo unsere privaten Nummern drin standen. Und dort war es so ein bisschen verständlich gewesen, aus meiner Perspektive, dass die nicht einfach fremde Leute in diesem WhatsApp-Chat haben. Und wir sind aber gleichzeitig immer wieder gefragt worden, ob man bitte auch SwissTuber sein kann. Von uns SwissTubers haben nachher verschiedenste Methoden entwickeln, über Facebook-Bewerbung, über Abstimmung, über Diskussionsrunden, wo man über gewisse Leute redet, ob man die bitte auch in diesen Chat aufnehmen kann. Und es war so absolut weird gewesen. Ich hatte das dann nicht so wahr gehabt, weil für mich waren wir damals einfach wie eine Freundesgruppe gewesen und du kannst niemanden irgendwie dazu zwingen, du bist jetzt auch mit uns befreundet. Funktioniert nicht so. Und so habe ich das Ganze damals gesehen. Von heutiger Sicht aus bin ich geschockt, wie sehr dass wir dort eingefahren sind drauf, dass wir niemand anderes dabei haben. Ziemlich lila vom Kino-Event. Sie hat mir erzählt, dass sie zum Teil, als sie angefangen hat mit Videos, Kommentare bekommen hat von SwissTubers, die ihr gesagt haben, sie soll sich wieder löschen und sie soll aufhören und ihre Videos sind scheiße. Und das geht einfach zu weit. Ich meine, die SwissTubers sind nicht besser als andere Schweizer YouTuber. Und nur weil wir so ein Grüppli gemacht haben, heisst das doch nicht, dass andere nicht auch einfach Videos dürfen machen. Und jetzt zurück zum Luca Collins. Er hat immer wieder bei mir und bei anderen gefragt, wie dass er sich irgendwie bewerben soll. Und es ist immer wieder etwas anderes gesehen. Und er ist für ewig irgendwie auf einer Warteliste drauf gestanden. Und ich einfach immer wieder in diesem Chat bei uns reinschreiben, hey, können wir bitte nochmal über Luca Collins reden? Er wird wirklich mega gerne bei uns dabei sein. Viele von den SwissTubers haben ihn auch schon mal gesehen. Und ich habe geschrieben, hey SwissTuberin XY, du hast die Person schon mehrmals getroffen, wie hast du sie empfunden? Die SwissTuberin hat das als absoluten Angriff wahrgenommen und ein riesen Drama davon startet. Also wirklich ein Gefecht auf WhatsApp, wie ich es selten erlebt habe, von wegen, was mir einfallen würde, sie zu beschuldigen, dass der Luca Collins nicht im Chat ist. Und dabei habe ich eigentlich nur wollen, dass sich mal jemand anderes äußert und mal jemand anderes die Meinung sagt und dass wir das Thema endlich für alle mal abschließen können, weil Luca Collins wirklich schon mehrmals hat nachfragen, was jetzt ist. Und ich weiss noch, also die Hälfte vom Chat hat sich auf die Seite von dieser SwissTuberin gestellt, die Hälfte ist auf meiner Seite gesehen. Ich bin jemand, der damals wirklich diskutiert hat, bis es der anderen Person zu blöd ist worden. Und sie hat gesagt, sie will nie mehr irgendetwas mit mir zu tun haben. Und Spoiler Alert, irgendwie ein paar Wochen oder Monate später bin ich plötzlich auf ihre Geburtstagsparty eingeladen gewesen. Und dann ist plötzlich alles wieder gut gewesen. Und irgendwie ist das einfach mega weird, dass die Person so hassen kann und die dann plötzlich wieder gerne hat und die dann wieder hasst. Ich muss auch dazu sagen, WhatsApp ist immer sehr, sehr gefährlich, weil wenn du etwas schreibst, kann das sein, dass es eine andere Person ganz anders auffasst, als du es eigentlich gemeint hast. Eigentlich hast du etwas sehr neutral gemeint und die andere Person nimmt es aber so auf, als ob du das mega böse gemeint hast. Sehr, sehr heikel auf WhatsApp. Anna, Miss Impulsiv, hat nachher gesagt, mir ist es zu doof, ich verlasse jetzt diesen Chat und mache einen eigenen WhatsApp-Chat drauf, wo einfach alle rein können, damit das Drama ein für alle Mal geklärt ist. Wenn ich heute zurückschaue, bin ich absolut an ihrer Meinung und finde, dass sie das dann gemacht hat, ist der absolut richtige Move gewesen. So hat es dann einen Chat gegeben, wo wirklich nachher alle rein können. Und der Luca Collins hat das gesehen und hat nachher ein Video gemacht, wo er sich öffentlich über die SwissTubers aufgeregt hat. Und zwar ist es so ein bisschen darum gegangen, dass er gefunden hat, er hat sich jetzt für Wochen, Monate lang immer wieder bei den SwissTubers bewerben und es ist nie irgendetwas passiert und plötzlich gibt es einfach
20 bis 30 neue Leute, die plötzlich alle SwissTuber sind und er gehört dort aber nicht dazu. Und er hat sich mega ausgeschlossen gefühlt, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Ob jetzt das in einem Video zu machen, so die richtige Art und Weise war, aus heutiger Sicht sage ich ja, weil das ist wirklich mal so ein In-Your-Face für die SwissTubers, dass sie sich einfach mal klar werden, was eigentlich genau abläuft. Von dem her, aus heutiger Sicht bin ich froh, hat Luca Collins damals das Video gemacht. Es hat dort nachher angefangen, dass die SwissTubers ein kleines schlechtes Licht gerückt sind, weil wir einfach nicht alle integrieren. Und wir haben einfach das Gefühl, wir sind offen. Und wir haben nachher versucht, mit dem neuen Chat das Ganze so ein bisschen zu beheben, dass wir ab dann gesagt haben, hey, es dürfen alle SwissTubers sein, die wollen, und jeder darf sich so nennen. Aber so wirklich geholfen hat das auch nicht. In der Storytime Teil 8 geht es wieder ums Dazugehören-Drama, quasi die Fortsetzung davon. Und zwar hat es, wie schon erwähnt, eben den neuen WhatsApp-Chat gegeben, wo jetzt alle rein können, die wollen, theoretisch. Und es hat sich irgendwann so ein bisschen eingependelt bei etwa knapp unter 30 Leuten, plus minus. Und jetzt ist nach einer Zeit genau das Gleiche passiert wie beim ersten Mal. Nämlich, dass die 30 Leute plötzlich einfach sagen, hey, wir wollen im Fall nicht mehr, dass neue Leute einfach hinzugefügt werden. Und das, obwohl dass wir die ganze Zeit versucht haben, gegen aussen zu kommunizieren, dass jeder SwissTuber darf sein, dass sich jeder SwissTuber darf nennen. Und ich kann einfach nur den Kopf schütteln, wenn ich so zurückdenke, dass die Leute waren, die gemotzt haben, wo es nur die 10 Leute waren, dass sie nicht dazugehören. Abgesehen vom Luca jetzt, die jetzt dabei sind und jetzt genau gleich anfangen tun. Also es ist so wie Ironie pur eigentlich. Der Rest der Schweizer YouTube-Community einfach nichts mit den SwissTubers zu tun haben, weil sich die so absondern, abkapseln. Und ich verstehe absolut, wieso die Leute das gedacht haben, wenn ich von heute zurückschaue, wie es damals war. Es ist sogar so weit gegangen, dass es eine Hass-Webseite gegeben hat, wo SwissTubers irgendwie schlecht gemacht wurden. Und es hat, so wie ich das verstanden habe, wie einen Maulwurf gegeben in unserem WhatsApp-Chat, wo einfach Nachrichten und Gespräche quasi nachher auf die Webseite veröffentlicht hat. Also ein riesen Drama. Das 9. Drama geht um eine Kinopremiere. Angefangen hat das Ganze in dem, dass wir eigentlich Anfragen bei uns im SwissTubers-Chat immer so ein bisschen haben. Also wenn jemand eine Kooperationsanfrage bekommen hat, hat man das mal in den Chat geschickt und mal gefragt, ob das jemand anderes auch bekommen hat. Weil meistens ist es so, dass mehrere Leute gleichzeitig eine Anfrage bekommen haben. Irgendjemand hat mal reingeschrieben, dass es eine Kinopremiere gibt und ich habe es nur so überflogen und habe geschrieben, hey, ja, ich hätte auch mega Lust, an die Kinopremiere zu kommen. Habe dann nachher aber die Antwort zurückbekommen, schon, lies mal gut, es ist eine Ladies Night. Dann habe ich geschrieben, sorry, habe ich überlesen, in diesem Fall viel Spass. Ich hatte von einer anderen SwissTuberin eine Privatnachricht per WhatsApp bekommen, die gestanden ist. Schau mal, da ist die E-Mail von denen, die Kinopremiere organisieren. Schreib doch einfach nur denen, vielleicht darfst du trotzdem kommen. Und genau das habe ich gemacht. Und hier ist so ein bisschen mein Fehler, den ich begangen habe. Ich habe diesen Leuten geschrieben, ich bin von den SwissTubers und ich habe gesehen, dass die die Einladung bekommen haben und ich bin gut befreundet mit denen und ich würde gerne auch kommen, weil ich bin schwul und der Film fällt sich ein bisschen auch in meine Zielgruppe durch das und das würde doch gut passen. Und ich habe die Antwort bekommen, mega schnell. Sie hat gesagt, hey, ja klar, super, du bist gerne auch eingeladen und so. Und dann sind alle Ladies in diesem Chat, die Kinopremiere gegangen sind, mega pisst gewesen und ich wollte eigentlich nur damit erklären, wieso dass ich auch reinpassen würde. Und ja, ich verstehe es, dass es bei dem anderen nicht so gut angekommen ist, dass ich quasi meine Sexualität ein bisschen als Argument gebraucht habe, um auch zu kommen. Auf der anderen Seite ist es mega weird, dass die mir damals E-Mail gegeben hat, dass ich denen schreiben kann, auch plötzlich gefunden hat, es ist echt voll doof, dass du mitgehst. Und ich habe mir so sagen, Leute, jemand von euch hat mir E-Mail-Adresse gegeben. Das hat so in sich für mich nicht wirklich viel Sinn gemacht. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ich gehe einfach mit jemand anderem, geht doch dir separat. Und ich habe dann eine andere SwissTuberin gefragt, die zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei war an dieser Kinopremiere und habe ich mit ihr abgemacht. Und jetzt kommt noch so ein das zweite Drama in dieser ganzen Kinopremiere-Geschichte. Und zwar habe ich mit dieser SwissTuberin so ein bisschen geredet, über privat. Ist auch eine SwissTuberin, die über ihre Beziehung zum Teil geredet hat. Und sie hat mir erzählt, ja, sie hat sich jetzt getrennt, aber hat jemand Neues kennengelernt. Und ich habe versprochen, oder mir versprechen, dass ich nichts irgendwie zu jemandem sage. Und ich habe gleichzeitig noch einen anderen YouTube-Kollegen gehabt, der geschwärmt hat von dieser SwissTuberin. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mein Schweigen gegenüber ihm gebrochen. Also ich habe ihm gesagt, hey, ich habe gerade mit dieser SwissTuberin und so geredet und sie lernt jetzt gerade wieder jemand Neues kennen. Also bitte macht ihr einfach keine falschen Hoffnungen. Little did I know, dass die Person, die SwissTuberin kennengelernt hat, actually mein Kollege war. Die versteht das Criss-Cross hoffentlich dazwischen. Die weirdeste Kombination ever gesehen. Das Problem ist so ein bisschen, beide sind nachher pissed auf mich gesehen. Das Ding ist, egal was ich gemacht habe, ich hätte es falsch gemacht. Weil wenn ich gar nichts gesagt hätte, hätte ich mich wie schlecht gefühlt, weil er sich wie falsche Hoffnungen gemacht hat. Hätte ich auch mal gedacht. Andersrum ist sie nachher pissed gesehen, weil ich quasi mein Schweigen gebrochen habe, mit jemand anderem darüber geredet habe. Egal was ich gemacht habe, ich hätte es nur falsch machen können.
Die letzte von diesen 10 Stories geht um einen Webvideopreis. Es hat sich so angefangen, der Webvideopreis, was der erste Preis ist in der Schweiz, wo sich ein bisschen YouTuber und Instagrammer und so Preisverleihungen dafür bieten. Es hat Leute gegeben, die eingeladen waren als VIP und es hat auch Leute gegeben, die nicht eingeladen waren. Und wir waren schon Leute, die immer gesagt haben, wir sind alle auf gleicher Augenhöhe, egal wie viele Abonnenten wir haben. Das war ein bisschen meine Devise und ich bin nicht eingeladen gewesen, ich bin aber nicht irgendwie eifersüchtig oder irgendwie neidisch gewesen auf die Leute, die eingeladen waren. Ich habe trotzdem ein Billett bekommen, um zuzuschauen von einer guten YouTube-Kollegin. Von dem her, für mich war das nicht das Problem gewesen. Und man muss auch dazu sagen, dass der Event, der Webvideopreis, schon im Vorhinein sehr grosse Probleme hatte, weil einfach zum Teil als Tageslicht ist gekommen, dass nominierte Leute wieder abnominiert wurden, was eigentlich ein relativ grosses Unding ist. Der Event ist nicht unter wahnsinnig gutem Licht gestanden. Und ich bin an diesem Event gesehen, die Show war okay, zum Teil cringy, aber okay. Und dann ist es an die Afterparty gegangen. Zwar sind die VIPs so auf einem Balkon oben gesehen, die normalen Gäste haben ja unten bleiben. Das Komischste an diesem ganzen Event war, und ich habe das in einem anderen Video schon mal angesprochen, die Security ist einfach, kaum ist die Show vorbei gewesen, einfach gegangen. Das heisst, für die Aftershow hat es absolut keine Security rumgehabt. Und wir sind da durchgestanden, unten an Stegen, haben unsere Sachen von der Garderobe holen und haben gesehen, dass die Garderobe für euch gerade am Heimgehen ist, obwohl noch irgendwie 2/3 von der Garderobe-Sachen noch dort hängen. Relativ seltsam. Und wir haben dann so die Stegen aufgeschaut und so gesagt, hey, alle unsere Kollegen sind dort oben, wo wir echt noch Tschüss sagen, ich und meine Begleitung. Wir haben so zur Garderobefrau übergeschaut und sie hat uns so eine Antwort gegeben, so aus, ja, eigentlich dürftet ihr nicht, aber I don't care und macht einfach. Und es ist so, sie hat uns so quasi so ein bisschen Halberlaubnis gegeben. Nicht offiziell, aber so ein bisschen Halberlaubnis. Und dann sind wir die Stegen auf und haben gesagt, hey, wir möchten einfach schnell unseren Kollegen Tschüss sagen, die dort oben sind. Und ja, ich verstehe es, dass das eigentlich nicht erlaubt wäre und das nehme ich auch halb auf meine Kappe, weil ich gefunden habe, hey, es ist keine Security mehr da, dass dort oben sind alles unsere SwissTuber-Kollegen, komm, wir gehen doch echt Tschüss sagen. Und die Garderobefrau hat es uns ja auch so halb erlaubt. Und das Ding ist, wir laufen dort oben rum, sehen unsere Kollegen, gehen Tschüss sagen und so. Und dann höre ich plötzlich hinter unserem Rücken, wie eine Person sagt, ich kann nicht mehr den genauen Wortlaut weitergeben. Es war etwa so im Sinn von, jetzt läuft hier schon jeder hier rauf. Und ich drehe mich um und sehe, dass das eine SwissTuberin ist, die ich mich eigentlich gut damit verstehe, oder ich das Gefühl hatte, ich verstehe mich gut mit ihr. Und das ist so das grösste Messer, das du mir hättest in den Rücken rammen können. Und ich gedacht habe, das gibt es ja nicht. Und ich wünsche mir, dass ich dann angestanden hat und dieser Person einfach mal meine Meinung gesagt hat. Also es war so die unterste Schublade gewesen. Weil wenn jetzt jemand, der mir nicht gekannt hätte, gesagt hat, das geht doch nicht, dann ist das etwas anderes. Das ist für mich so der Inbegriff von, bist du jetzt abgehoben, hast du das Gefühl, du bist jetzt etwas Besseres. Also es ist wirklich, dann ist für mich vorbei gewesen. Und wenn es wirklich eine gute Kollegin von mir und von meiner Begleitung gewesen wäre, dann hat sie auch nicht so reagiert, weil alle anderen, die wir uns gut damit verstanden haben uns gefreut, dass wir hier raufgekommen sind, noch zum Tschüss sagen, und ich absolut nichts dagegen gehabt. Und ja, ich bin sehr verletzt an dem oben über die Aussage. Drama ist mir einfach so nochmal auf den Sack gegangen und so, I'm done with it, I'm over it. So zusammen, das sind meine 10 Storytimes zum Thema SwissTubers. Und ich muss euch sagen, at the end of it all gibt es noch so viel mehr Dramen, wo ich gar nicht Teil davon war. Da ich bei diesen Geschichten nicht dabei war, sondern sie immer nur mal so ein bisschen gehört habe, sage ich zu denen sicher nichts. Ich möchte nochmal sagen, viele von diesen Stories haben mich lange psychisch belastet und ich hatte einfach Angst gehabt, diese Stories zu erzählen, weil ich nicht meine YouTube-Friends verlieren wollte. Ich habe aber so ein bisschen festgestellt, YouTube-Friends sind nicht unbedingt gleich richtige Friends. Ich habe mit vielen von diesen Ex-SwissTubers echt keinen Kontakt mehr, bis auf 2-3 Leute. I'm done with that, I'm over it. Ich lasse mich nicht mehr irgendwie einschüchtern, zu erzählen, wie dass es mir damals zum Teil gegangen ist. That said, möchte ich nochmal betonen, dass ich kein Drama mit irgendjemandem starten will. Ich bin sicher, viele Leute sind einfach auch jetzt in diesen vielen Jahren, wo das schon her ist, gewachsen, älter geworden. Ich habe versucht, keine Namen negativ zu nennen, weil ich nicht irgendjemanden öffentlich bloßstellen für das, was ich gemacht habe. Ich kann aber keine Garantie übernehmen, dass nicht irgendjemand irgendwie herausfindet, wer damit gemeint ist. Das Video ist wirklich in erster Linie da gewesen, dass ich für mich mit dem Thema, meine Belastungen, die ich damit hatte, endlich mal abschließen kann und ein neues Kapitel in meinem Leben anfangen kann. Ich hoffe, alle, die damals so ein bisschen dabei waren oder das so mitverfolgt haben, sehen, dass nicht ich irgendwie ein alleiniges Monster von dieser SwissTuber-Gruppe war, sondern dass wir alle irgendwo durch einen Fehler gemacht haben. Und ich bin gerne bereit, mich bei allen zu entschuldigen, die damals sich ausgeschlossen gefühlt haben. Das würde ich
ich heute nie mehr so machen und das ist nie meine Intention gewesen. Und ich sehe einfach, dass wenn man viel organisiert und gegen aussen zu den Swisstubers steht, dass man dann schnell mal einfach den Kopf muss haben, obwohl man das echt gar nicht will. Jetzt, wie gesagt, die Swisstubers gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Das ist so ein bisschen ausgestorben, würde ich mal meinen. So ein bisschen der Name Swisstubers ist jetzt, glaube ich, also ein bisschen weggestorben. Ich werde diesen Namen nicht mehr wirklich brauchen. Ich nenne es für mich Schweizer YouTuber oder weil ich auch viel Englisch mache, einfach Swiss YouTubers und nicht mehr Swisstubers. Ich hoffe einfach, dass sich die jetzige Generation aus den Fehlern von der vorherigen Generation, also von uns, so ein bisschen lehrt. Als allerletztes noch zu diesen Swisstuber Meet and Greets, die ich eigentlich sehr oft mit organisiert habe, hat das jetzt alles ein bisschen mit dem ganzen Kapitel so ein bisschen zur Ruhe gelegt. Ich hoffe, dass TubeCon, die grosse Schweizer YouTube-Veranstaltung, dass sich die jetzt so ein bisschen etabliert, als jährliches Event und so ein bisschen Swisstuber Meet and Greets so ein bisschen ablöst in dem Sinn. Wenn aber irgendjemand anderes Lust hat, etwas zu organisieren, lasst mich es unbedingt wissen. Ich komme gerne auch mal vorbei an ein Treffen mit ganz vielen Zuschauern. Und ja, damit werde ich einfach allen danken, einfach schon nur fürs Zuhören und fürs Versuchen zu verstehen, was so ein bisschen meine Sicht von damals ist. Und damit bleibt mir nur noch eins zu sagen. I hope you like this video. See you hopefully next time. I'm Svenny Peace Fan. Bye!